Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video. Heute geht es um eine App für Fotografen. Sie ist ziemlich neu am Markt, sie ist komplett kostenlos und sie hat aus meiner Sicht das Zeug zu einer der weltweit besten Apps für Fotografen. Welche App es ist, wie sie funktioniert und welchen Vorteil diese App auch dir bieten kann, all das erfährst du in diesem Video. Es gibt eine neue App, eine sehr interessante App, denn sie ist tatsächlich für Fotografen. Sie ist seit einigen Wochen erst am Markt und ich habe sie mir kurz nach der Veröffentlichung einmal für euch angesehen. Und tatsächlich muss ich sagen, jetzt nach einiger Nutzung, nach der Anlegen eines Accounts und nach dem Hochladen einiger meiner Fotos auf diese App, muss ich sagen, sie hat Potenzial. Sie hat vielleicht sogar Potenzial, einer der Top-Apps für Fotografen zu werden. Wovon spreche ich? Ich spreche von der App Bean2. Also im Grunde grob übersetzt Plätze, an denen ich schon war. Und das ist im Grunde genau das, was die App können kann und können soll. Es geht darum, mit anderen Fotografen tolle Fotospots zu teilen, seine eigenen Fotos zu präsentieren, vielleicht mal auf das eine oder andere Foto eines anderen Fotografen einen Like dazulassen, vielleicht auch einen Kommentar. Ja, Moment mal. Fotos liken, Fotos kommentieren, das ist ja jetzt nicht wirklich neu, oder? Gibt es ja schon. Bei Instagram wird ja der ein oder andere sagen. Das ist richtig und im Grunde ist auch die Grundfunktion der App ähnlich, denn wir bekommen in der Grundfunktion natürlich Fotos anderer Fotografen, die ihre Fotos bereitgestellt haben, angezeigt. Wir können sie liken, wir können sie kommentieren und wir können sie uns anpinnen. Das ist eine wichtige Funktion, da kommen wir aber gleich zu. Aber das war es auch schon mit der gleich wie Instagram-Funktion, denn die App geht nämlich weit darüber hinaus. Wie weit sie darüber hinausgeht, das zeige ich euch in diesem Video, denn ich habe die App ja heruntergeladen. Das heißt, wir schauen uns erstmal an, wo bekommt ihr die App her, was kostet sie und was kann sie. Wo bekommt ihr sie her? Ihr bekommt sie natürlich im entsprechenden Store. Sie gibt es für iOS und sie gibt es für Android. Was kostet die App? Sie kostet gar nichts. Es gibt keine In-App-Käufe, es gibt kein Monatsabo, es gibt kein Jahresabo. Sie ist komplett kostenfrei. Und das finde ich eine ziemlich geniale Geschichte. Und aktuell ist sie auch noch komplett frei von Werbung. Das macht sie natürlich auch für mich ziemlich interessant. Wenn ich bei Instagram manchmal so durchscrolle, was man da angezeigt bekommt, naja, die Hälfte oder wahrscheinlich mehr als ein Dreiviertel davon ist ja mittlerweile unbrauchbar geworden. Also, als allererstes müsst ihr euch die App natürlich herunterladen. Wie gesagt, das Ganze kostenlos und dann müsst ihr euch anmelden. Das ist eine Grundvoraussetzung, aber keine Sorge für alle, die jetzt denken, oh, ich muss mich anmelden, jetzt wollen alle meine Daten haben. Nein, für die Anmeldung brauchst du lediglich eine E-Mail-Adresse. Eine E-Mail-Adresse und ein selbstbestimmtes Passwort. Die E-Mail-Adresse musst du einmal verifizieren. Das heißt, du kriegst einen Code gesendet an diese E-Mail-Adresse, damit auch klar ist, dass du jetzt keinen Fake-Account anlegst oder keine Fake-E-Mail-Adresse hast. Diesen entsprechenden Zugangscode einmal eingeben bei der Anmeldung und schon kann es losgehen mit der App. Damit hast du im Grunde schon deinen Account erstellt. Mehr Daten brauchst du gar nicht. Du kommst nach dieser Verifizierung auf ein weiteres Feld. Da kannst du einen entsprechenden Teilnahme- bzw. Einladungscode angeben. Und der ist tatsächlich wichtig. In diesem Fall gibt es nämlich aktuell einen Fotocontest. Einen Fotocontest, der datiert ist mit 2000 € Preisgeld. Da geht es nämlich darum, weltweit zu zeigen, ja, welches Land bietet denn die schönsten Fotospots? Tja, ihr Lieben, und was liegt uns dann näher, als der Welt mal zu zeigen, dass es in Deutschland auch schöne Ecken gibt? Das heißt, in diesem Fall, um an diesem aktuellen Contest teilnehmen zu können, an dieser Stelle bitte eintragen Germany-01. Damit seid ihr dann nämlich berechtigt, an diesem exklusiven Fotocontent teilzunehmen und vielleicht mit ein bisschen Glück ein Stück vom Kuchen abzubekommen von diesem 2000 € Preisgeld. Ja, und dann geht es weiter ins nächste Feld. Da müsst ihr dann schon mal im Vorfeld so ein bisschen angeben, was interessiert euch denn? Landschaftsfotografie, People-Fotografie, Street-Fotografie. Da könnt ihr entsprechende Button dann auswählen, was euch interessiert. Das ist ein bisschen dafür gedacht, dass das schon mal gefiltert wird, der Content, der euch dann präsentiert wird. Ja, nicht jeden interessieren vielleicht Autos oder Tiere. Das heißt, da wird schon mal ein bisschen für euch ausgefiltert. Tja, und wie die App dann aussieht, das zeige ich euch. Ich habe sie mir auf dem Tablet hier aktuell installiert.
günstiger ist es tatsächlich auf dem Smartphone, weil sie nicht für alle Tablet-Modelle entsprechend optimiert wurde. Das heißt, ich blende euch jetzt mal hier meine App und meinen Account ein. Dafür starten wir mal hier die Aufnahme und ich zeige euch jetzt hier, was ihr auch seht, nachdem ihr euch angemeldet habt. Ihr seht nämlich den Hauptstartbildschirm. Unten links in der Ecke seht ihr es, steht Home. Das ist quasi der Home-Button. Daneben sehen wir den Explore-Button, den Plus-Button. Damit könnt ihr neue Fotos hochladen. Dann nehmen wir den Message-Button und natürlich den Me-Button. Was alle diese Button für eine Bedeutung haben, das gehen wir jetzt mal Step by Step durch. Ihr seht es jetzt schon. Na klar, die erste Ansicht hier auf dem Home-Button sehen wir For You. Das heißt, das sind die Vorschläge, die rausgefiltert wurden aufgrund meiner Angaben, die ich eben gerade gemacht habe. Wenn wir da mal ein bisschen hochswipen, dann sehen wir, ja, im Grunde ähnlich wie Instagram, oder? Ja, wir sehen jetzt hier die Fotografen und die entsprechenden Fotos, die sie hier hochgeladen haben. Wir können dann entsprechende Fotos liken, wir können ein Herzchen drücken, wir können sie vormerken. Und das ist eine wichtige Option, ja, vormerken. Das heißt, ich drücke mal hier rauf auf diese Fahne, dann wird sie gelb und ich könnte jetzt einen Kommentar abgeben. Ja, all das gibt es ja aber schon bei Instagram. Ja, das gebe ich euch recht. Aber die App geht natürlich weit darüber hinaus. Denn wir haben jetzt natürlich die Möglichkeit, solch ein Bild uns aufzurufen. Ja, wir gehen mal hier rauf, rufen uns das auf. Und dann seht ihr schon, hat derjenige, der es hochgeladen hat, eine sehr ausführliche Beschreibung eingegeben. Und er hat zwei Zusatzoptionen, die wir zur Auswahl haben. Und zwar, seht ihr es schon, oben rechts im Bild steht Tipps. Wenn wir da jetzt mal raufgehen auf diesen Reiter, auf den Reiter raufgehen, dann sehen wir nämlich die EXIF-Daten. Die EXIF-Daten, mit welcher Kamera wurde fotografiert, ja, welche Verschlusszeit wurde verwendet und so weiter und so fort. Großer Vorteil, ihr wisst es selber, sehr interessant für viele, ja, mit welchen Daten wurde denn fotografiert? Welche Einstellung hattest du denn, um zu diesem Bildergebnis zu kommen? Und zusätzlich können wir natürlich dann noch die Location herausfinden. Und zwar über dem Bild ist nochmal ein Pin. Wenn wir da drauf drücken, dann gelangen wir automatisch zu Google Maps und genau zu der Location, wo jemand dieses Foto aufgenommen hat. Das ist eine Mega-Funktion, die es hier gibt und die bringt natürlich die App ganz weit vorne. Denn für mich als Fotograf ist natürlich interessant, ja, wo muss ich denn hin, um dieses Foto zu machen? Also ziemlich geniale Funktion und geht hier schon weit über natürlich solche Plattformen wie Instagram hinaus. So, dann könnte ich diesem Fotografen jetzt folgen. Das machen wir mal. Oben auf Follow gehen und schon habe ich ihm gefolgt. So, jetzt gehen wir mal zurück in die Standardansicht. Das ist quasi also die Hauptansicht, in der ich mir neue Fotografen, neue Bilder, neue Eindrücke holen kann, denen ich bei den Einzelbildern gucken kann, welche EXIF-Daten wurden verwendet, welche Kamera, welches Objektiv und so weiter und so fort und wo wurde das Foto aufgenommen. Oben links daneben sehen wir Follow und da sehe ich dann, welchen Fotografen folge ich. Und das ist eine wichtige Funktion, denn hier kann ich tatsächlich schon mal rausfiltern. Ich bekomme nicht die ganze Masse an Fotos, die wir beim Hauptbildschirm bekommen, sondern ich bekomme jetzt hier nur die Fotos, die aktuellen Fotos von Fotografen angezeigt, denen ich wirklich folge. Das heißt, wem das alles zu viel ist auf der Startseite, ja, und der sich schon ein paar tolle Fotografen rausgesucht hat, der sagt, ich gucke mir mal an, was haben die Neues rausgebracht. Finde ich eine sehr, sehr gute Filterfunktion. Rechts daneben sehen wir die Discover-Funktion. Discover heißt, ich bekomme hier nochmal ein Ranking angezeigt. Ja, ihr seht es hier ganz oben als allererstes Events. Was gibt es aktuell für Events? Hatte ich am Anfang gesagt, es gibt einige Events, die gerade laufen, die mit Preisgeldern, mit tatsächlichen Preisgeldern verbunden sind. Hier zum Beispiel Show Your Country. Und da geht es im Grunde darum, dass ihr, ja, wir gehen mal rauf, dass ihr die tollsten Plätze in eurem Land postet. So. Wenn ihr auf solch ein entsprechendes Event geht, dann seht ihr darunter die ganzen Teilnahmebedingungen. Ja, was musst du eben erfüllen? Der Standort muss in Deutschland sein, des Bildes. Du musst die Location beim Posten mit angegeben haben und. Es gibt ein paar Kleinigkeiten, die zu beachten sind. Und dann nimmst du automatisch dann mit dem Posting teil. Wie es funktioniert, zeige ich euch gleich nochmal. So, das heißt, wir gehen zurück und darunter sehen wir dann nochmal ein Ranking. Und das finde ich tatsächlich ziemlich interessant. Wir haben das erste Ranking, das ist ein Location Ranking. Das heißt, was ist aktuell interessant auf der Welt? Welche Spots sind tatsächlich interessant? Die könnt ihr hier sehen. Daneben ist ein Themenranking. Das heißt, welche Themen interessieren aktuell die Fotografen, die hier angemeldet sind. Rechts daneben ist dann nochmal ein Ranking der aktivsten Fotografen. Also je mehr Fotos du hochlädst, desto mehr steigst du natürlich in diesem Ranking.
Darunter, und auch das finde ich ziemlich interessant, haben wir nochmal ein Ranking für Kameras. Also was sind denn die beliebtesten Kameras, mit denen die Fotos erstellt wurden, die hier tatsächlich auch hochgeladen werden? Und da war ich sehr gespannt, denn weltweit, ist ja nicht nur eine deutschlandweite App, ist ja eine weltweite App, ist tatsächlich hier zum Beispiel die Nikon D7200 auf Platz 1, ihr Lieben. Ja, wer hätte das gedacht? Ja, daneben Platz 2 Canon und Platz 3 wieder eine Nikon. Und darunter haben wir noch ein weiteres Ranking. Das Ganze geht dann sogar bis Platz 30. Und dann könnt ihr mal so gucken, was ist denn los in der Welt? Ja, mit welchen Fotoausrüstung fotografieren denn andere Fotografen? So, wenn wir zurückgehen, rechts daneben das gleiche, dann eben nochmal für Objektive. Wenn wir dann weiter nach unten gehen, dann seht ihr eine Landkarte mit einzelnen Pins. Wenn ihr da drauf geht, dann seht ihr quasi eure eigenen Fußabdrücke, die ihr hinterlassen habt auf der Welt. Ja? Hier sieht man es im Bereich Europa, Deutschland war ich sehr, sehr aktiv. Ja? Da sieht man es, das sind im Grunde all die Pins, die ich hinterlassen habe und die App jetzt rausfiltert aus den Fotos, die ich natürlich hochgeladen habe. Also ziemlich interessant. Ihr könnt das Ganze dann nochmal entsprechend teilen, ja, an Freunde oder Bekannte. Ihr könnt sagen, guck mal, hier war ich schon überall, vielleicht interessiert dich der Spot, könnt ihr eine entsprechende Karte teilen. So, auch hier gehen wir zurück, das heißt auch hier ziemlich interessant. Und das war es dann auch schon mit dem Home-Button, mit den Hauptfunktionen. Also, For You, oben, wir können neue Bilder entdecken, Follow, wir bekommen neue Bilder angezeigt von all den Fotografen, denen wir bereits folgen. Und das Cover können wir eben Sachen entdecken, uns Rankings anschauen. So, und dann kommt die nächste für mich sehr, sehr wichtige Funktion. Und zwar neben dem Home-Button ist der Explore-Button. Wenn wir da nämlich drauf gehen, dann fragt uns erstmal die App beim erstmaligen Verwenden allerdings nur, soll sie deinen Standort verwenden? Das ist natürlich wichtig, wenn die App sehen soll, wo du bist. Das heißt, ja, beim Verwenden der App soll sie meinen Standort verwenden. Und dann seht ihr jetzt schon, ja, mein Standort. Um Rostock gibt es lauter Pins schon oben. Ja, da waren schon viele Fotografen fleißig und haben tatsächlich schon Fotospots gepostet. Wenn du deinen genauen Standort nehmen willst, musst du oben einmal erstmal auf diesen entsprechenden Pin, auf dieses Fadenkreuz gehen und dann kannst du den Radius einschränken. Ihr seht jetzt schon, ich habe einen Radius von 100 Kilometer eingestellt. Das heißt, im Umkreis meines Standorts von 100 Kilometer bekomme ich jetzt Fotospots angezeigt. Wenn du jetzt sagst, Mensch, 100 Kilometer reicht mir irgendwie gar nicht. Oder du hast einen Spot, eine Location, wo du sagst, da fahre ich in den Urlaub, da möchte ich auch mal gucken, was gibt es denn da für tolle Spots? Dann gibst du eine andere Adresse ein. Ja, wir nehmen mal zum Beispiel Hamburg. Hamburg ist nämlich hier nicht mehr in dem Radius drin. Dann gehe ich auf Hamburg und zack, im Bereich Hamburg und auch hier überhalb von Bremerhaven gibt es auch schon Fotospots, die da jemand hinterlegt hat. Wir gehen mal auf Hamburg. Dann tippen wir einfach nur auf den Spot und sehen, ja, das Wasserschlösschen, ein ganz klassisches Motiv natürlich. Und jetzt gehe ich auf More und kann mir Informationen dazu anzeigen lassen. Das heißt, ich sehe jetzt entsprechend hier das Wasserschlösschen. Und dann will ich jetzt wissen, ja, wo ist denn das? Vielleicht komme ich gar nicht aus Hamburg. Wo ist denn das Wasserschloss? Ja, und wie komme ich da hin? Und ja, wie funktioniert das Ganze? Dann ist es ziemlich interessant. Du gehst nochmal auf das Foto. Dann kannst du einerseits oben die Tipps wieder einblenden. Das heißt, ich kann mir die EXIF-Daten anzeigen lassen. In dem Fall mit der Canon EOS 6D Mark II fotografiert. Und ich kann mir den Standort anzeigen lassen. Dafür über dem Bild einfach auf den Text klicken. Da steht nämlich schon Hamburg, Germany und es stehen GPS-Daten. Da immer draufdrücken, dann wird wieder Google geöffnet und ich habe dann die exakten Daten schon in Google geöffnet. Und das ist eine ziemlich geniale Geschichte. So, wir gehen zurück in die App und auch zurück aus dem Spot. So, das heißt, ich kann mir diesen Spot zum Beispiel, wenn ich den interessant finde, dann anpinnen. Unten seht ihr es, gelb markiert. Ich habe mir diesen Spot schon gespeichert. Warum das wichtig ist, da kommen wir gleich zu. Herzchen habe ich auch schon da gelassen, ist tatsächlich auch ein schönes Foto. So, das heißt, ich habe den großen Vorteil, dass ich weltweit mir Spots raussuchen kann bei Locations, an die ich vielleicht fahren will, um zu sehen, ja, was gibt es denn da für tolle Fotospots. Das finde ich mega. Zusätzlich habe ich die EXIF-Daten und ich habe noch den richtig genauen Standort und kann dann zum Beispiel mit einer entsprechenden Google Maps-Funktion zum Beispiel dahin navigieren. Also Explore, ganz, ganz wichtig, standortbasiert. So, Post. Wir könnten jetzt ein neues Foto hochladen, das machen wir aber zum Schluss. Wir gehen noch schnell die anderen Menüpunkte durch und dann zeige ich euch, wie man ein Foto postet. Das heißt, daneben rechts Message, ganz klar. Dort findet ihr entsprechende Nachrichten, die ihr euch mit anderen Fotografen direkt schreiben könnt. Ja, ihr könnt natürlich eine ganz normale Nachricht, also einen Kommentar unter jedem Foto dalassen. Ihr könnt euch aber auch direkt mit anderen Fotografen schreiben. Wenn ihr noch eine Frage zum Spot habt oder vielleicht auch mit dem Fotografen einfach ins Gespräch kommen wollt,
schreibt ihn doch mal an. Ihr seht schon, ich habe hier einige Nachrichten auch schon mit anderen Fotografen und auch der liebe Dirk Verweyen, beste Grüße an dieser Stelle, ist schon angemeldet in der App. Wir haben uns nämlich schon ein bisschen dazu ausgetauscht, ja. Oben gibt es noch ein paar kleine Einteilungen, aber das ist dann, müsst ihr mal gucken, was euch davon interessiert. So, und dann gehen wir auf den Me-Button. Der ist ganz rechts unten. Das ist im Grunde mein Account. Mein Account, den ich schon angelegt habe. Ihr seht es hier, ich habe 198 Leute, die meinen Account schon mal angesehen haben. Ich habe schon 221 Likes auf meine Fotos. Ich habe 26 Leute, die meinem Account folgen. Da sieht man so ein bisschen, sie ist noch sehr, sehr neu, die App. Das heißt, aktuell, ja, ich habe hier noch die Member Number 692. Mittlerweile sind mehrere tausend angemeldet. Ja, also ich war ziemlich früh dabei, als die App rauskam und konnte mir dann ein Bild machen. Und dann sehen wir einige Sachen. Wir sehen oben einen Punktestand. Ich habe schon einige Auszeichnungen natürlich innerhalb der App bekommen, dafür, dass ich Bilder gepostet habe, dass ich mit anderen Fotografen geschrieben habe und. So, wie kriegt man jetzt aber Punkte und solche Auszeichnungen? Wie ihr das bekommt, seht ihr an dem Button, der da unter ist. Earn Explore. Wenn wir da mal drauf gehen, dann seht ihr, ich habe aktuell einen Punktestand 10.540. Und zwar sind das auf der linken Seite meine Totalpunkte, Total Points. Und auf der rechten Seite ist die Summe nochmal die gleiche und das ist Total XP. XP ist im Grunde das Ranking innerhalb der App. Dieser Punktestand verändert sich nicht, der steigt nur. Der linke Punktestand, der kann sich minimieren. Und zwar, wenn ihr eure Punkte dafür einsetzt, um sie zum Beispiel gegen Preise zu tauschen. Das ist nämlich eine Funktion in dieser App, die ich ziemlich genial finde. Das heißt, deine Aktivitäten, die du in die App steckst, werden letztendlich auch belohnt. Profitieren natürlich alle davon. Du wirst angeregt, natürlich aktiv zu sein in der App, neue Spots hochzuladen, dafür Punkte zu kassieren. Ja, und die Betreiber der App, die haben den Vorteil, dass sie im Grunde ja kostenlos neue Spots dazu bekommen. Ziemlich geniales System. Wenn wir mal nach oben scrollen, dann seht ihr, für was ihr alles Punkte bekommt. Wir gehen mal nach ganz unten, da seht ihr zum Beispiel, was ihr für einen neuen Post bekommt. Neuer Post, ob Foto oder Video, gibt es zum Beispiel 50 Punkte. Ihr fügt eine Location dazu, wenn sie nicht ohnehin schon in den EXIF-Daten eurer Kamera gespeichert sind, gibt es 30 Punkte und so weiter und so fort. Damit könnt ihr also entsprechende Punkte sammeln. Auch wenn ihr entsprechend ein anderes Foto mit einem Herzchen verseht, einen Kommentar schreibt, all das gibt halt Punkte und damit sammelt ihr Punkte und rutscht natürlich auch im Ranking in der App der Fotografen nach oben. Okay, wir gehen zurück und schauen uns darunter nochmal kurz die Button an, die es dann noch gibt in meinem eigenen Profil. Wir haben natürlich die Posts, das ist ganz klar. Posts, das sind all die Fotos, die ich schon hochgeladen habe. Wichtig natürlich, damit ich nicht nur sehe, ja, welche Fotos habe ich denn schon, lädt jetzt ein bisschen, welche Fotos habe ich schon, sondern ich kann da natürlich auch meine Fotos nochmal bearbeiten. Ich kann vielleicht, wenn keine EXIF-Daten beim Hochladen dabei sind, kann ich auch die nachträglich bearbeiten. Und ich habe den großen Vorteil, dass ich meine Fotos an unterschiedlichen Fotowettbewerben teilnehmen lassen kann. An welchem Wettbewerb euer Foto gerade teilnimmt, seht ihr über dem Foto. Hier, ihr seht, das ist so ein kleiner Pokal in dem Foto hier und da nehme ich an dem Contest teil, ja, zeige die Schönheit deines Landes. Wir können das natürlich ändern, aber aktuell ist es eben der Contest, wo dieses Bild teilnimmt. Ihr könnt mit jedem Bild an mehreren Contests teilnehmen. Nicht gleichzeitig, aber nacheinander. Denn die Contests sind natürlich zeitlich begrenzt. Ich glaube, der aktuelle ist bis zum 11.01. läuft der. Ja, und dann geht es in die heiße Auswertungsphase. Ja, bin ich ja gespannt, wer da gewinnt. Und dann könnt ihr beim nächsten Contest euer Bild quasi wieder einreichen. Ja? Ziemlich geniale Geschichte. Das heißt, hier haben wir eine Übersicht, was ich entsprechend an Fotos eingereicht habe und wo ich sie, bei welchen Contests ich die habe. Und ihr könnt eben sehen, ja, wie viele Likes hat euer Foto und. So, wir gehen zurück. Daneben ist My Saves, also die von mir gespeicherten Geschichten. Auch hier gehen wir nochmal raus und dann seht ihr, welche Fotos ich mir gespeichert habe. Nicht welche ich geliked habe, sondern gespeichert. Speichern ist immer diese Fahne, diese nach unten ist, die dann gelb ist. Und das ist tatsächlich ziemlich wichtig, dass ihr euch Spots, wie hier zum Beispiel, ja, seht ihr das Wasserschloss, dass ihr die abspeichert, wenn ihr die wichtig findet. Warum das wichtig ist, da kommen wir jetzt zu. Denn daneben ist nochmal ein Button und das ist die Location Library, also quasi eure Bibliothek. Wenn ihr da nämlich raufgeht, dann erstellt euch die App automatisch Ordner von Orten. Und dort werden die Spots, die ihr euch markiert habt, als interessant auf dieser Fahne, damit die Fahne gelb ist, dort immer in diesen Ordner geschoben.
Das heißt, auch wenn ihr 10 Fotos von 10 unterschiedlichen Fotografen gut findet, die sind alle irgendwo in Hamburg, verschiedene Spots und ihr habt euch die alle markiert, werden die automatisch in einen Ordner geschoben. Das heißt, ihr seid irgendwann in Hamburg, dann macht ihr einen Ordner auf und guckt euch an, ja, wo fahre ich denn heute hin zum Fotografieren? Und das finde ich eine mega Funktion, gerade wenn du irgendwo hinfährst und wissen willst, gibt es hier geniale Spots? Ich habe mir doch schon welche rausgesucht. Ja, wo sind die jetzt aber? Dann musst du nicht anfangen, die wieder durchzusuchen, sondern du gehst einfach in diesen Ordner, in deine Bibliothek, gehst auf den Ort, kannst den Spot aufrufen und weißt, wo du fotografieren kannst. Das ist eine mega Geschichte, eine mega Funktion dieser App. Und dann gibt es in der Zeile darunter natürlich meine Ausrüstung. Man kann hier entsprechende Einträge hinterlegen. Ich selbst habe dann aus einer entsprechenden Liste entsprechende Ausrüstung, die ich selbst habe, mal rausgesucht. Für alle, die es interessiert, die können dann bei mir auf dem Profil mal ein bisschen schnökern und sagen, ach guck mal, damit fotografiert er, ach ja, auch interessant, ja, damit kann man machen, muss man nicht, ist kein Zwang. Aber auch hier mit dem Ausfüllen dieser Liste bekommst du Punkte. So, daneben ist My Footprints. Das hatten wir ja schon. Und zwar sind das meine Fußabdrücke. Meine Fußabdrücke, die ich auf der Welt hinterlassen habe und die ich anhand der Fotos, die ich hochgeladen habe, hier quasi entsprechend markiert habe. Ihr seht hier, das Ganze 35 Fotos an 35 Locations habe ich schon hochgeladen. Man kann das Ganze auch hier drüber dann teilen. Wieder auch das haben wir ja schon gehabt. Und zum Schluss Aktivitäten. Das heißt, hier sehe ich in dem Ordner, an welchen Fotowettbewerben nehme ich teil. Aktuell habe ich meine Fotos verteilt auf 2 Wettbewerbe. Ihr seht den unteren Wettbewerb, zeige die Schönheit deines Landes. Wenn wir es aufrufen, dann sehen wir hier nochmal Preisgeld, $2000. Und dann sehen wir darunter nochmal entsprechend dann die Markierungen und die Voraussetzungen, die ich brauche, um mein Foto an diesem Contest teilnehmen zu lassen. Ja? Also das auch ziemlich interessant. Und für alle, die aus Deutschland kommen, Leute, ladet eure Fotos hier hoch, markiert sie und nehmt an dem Contest teil. Ja, es wäre doch gelacht, wenn wir die Kiste nicht gewinnen. So, das ist im Grunde die Übersicht, die ihr habt, wenn ihr in eurem Account seid. Und jetzt geht es natürlich ans Eingemachte. Jetzt geht es darum, dass wir ein Foto hochladen wollen. Wir machen noch eine Sache. Ich sehe sie gerade, ich habe sie vergessen. Und zwar euren Account. Ich habe jetzt oben Filterfotograf und auch ein Foto eingefügt. Im Grunde ist es selbst erklären, wer schon bei Instagram war, etc., der weiß, wie es funktioniert. Wir können das eigene Profil anpassen. Ja, hier oben auf der rechten Seite seht ihr es nochmal, Edit Profile. Ja, ihr seht es hier, ich sehe meine ID, meine Teilnehmer-ID, dann habe ich oben den Usernamen, könnt ihr ändern, da könnt ihr eine Bio unterschreiben, ja, was betrifft euch als Fotograf, was interessiert euch, etc. Ich habe einfach nur meine Website eingetragen. Dann, ja, ihr seht es auch hier, ihr könnt eben sagen, seid ihr männlich, seid ihr weiblich, wisst ihr es heute noch nicht, vielleicht fühlt ihr euch heute als Bürostuhl, ist ja heute alles möglich in einigen Ländern, euren Geburtstag könnt ihr eintragen, aus welchem Land ihr kommt und mehr auch nicht. Das sind aber alles keine Muss-Eingaben, sondern Kann-Eingaben. Ich habe es ausgefüllt, weil ja, bei mir ist es ja kein Geheimnis. Ja? Ich fühle mich allerdings als Mann heute nicht als Bürostuhl. Nur als kleine Info, falls einer jetzt denkt, ja, was hat er denn da eingetragen? So. Jetzt geht es aber darum, wie kann ich ein Foto posten. Das ist ganz einfach. Dafür gehen wir hier unten auf diesen Plus-Button. Dann können wir ein Foto und ein Video posten. Wir gehen mal auf Foto. Dann habe ich vorher, ich habe es natürlich schon mal gemacht, werdet ihr gefragt, ob ihr zugreifen wollt auf eure Fotobibliothek, ob ihr einen Zugriff gewähren wollt. Ich habe es natürlich schon genehmigt, deswegen seht ihr das hier. So, Pilsumer Leuchtturm, ihr Lieben. Schöne Location, schöner Turm. Ich markiere das. Ihr könnt pro Spot mehrere Fotos aneinander rein. Ihr seht, ich kann sie aussuchen und könnte dann im Grunde jetzt für den Pilsumer Leuchtturm, was machen wir mal, wir nehmen mal das und das, 3 verschiedene oder auch mehr Fotos gleichzeitig auswählen. Dann gehen wir zum nächsten Schritt. Wir haben jetzt die einzelnen Fotos, ja, können uns die nochmal angucken. Wir könnten sie jetzt croppen, wir könnten sie drehen, wir können sie nochmal zuschneiden, wenn sie vielleicht noch nicht die Form haben, die wir wollen. Ich lasse die Fotos aber so. Und dann gehen wir zum nächsten Schritt. Dann seht ihr oben nochmal eine Übersicht eurer Fotos. So, dann oben ein Titel. Ja, das Ganze ist der Pilsumer, mit einem Finger ist schon schwierig zu schreiben, Leuchtturm. Perfekt. So, Pilsumer Leuchtturm. Jetzt könnte man unten noch ein bisschen was reinschreiben. Ja, Leuchtturm ist schön gelb, schön rot, steht hier und da. Könnte man alles machen, muss man nicht unbedingt. Es gibt aber Punkte, wenn ihr es ausfüllt. So, und jetzt geht es ums Eingemachte. Jetzt geht es nämlich um das, was wichtig ist, um die Location. Da seht ihr hier unten, Add Location. Da gehe ich rauf und dann kann ich oben eine Adresse eingeben. Ich kann einen Standort eingeben. Ihr könnt GPS-Daten dort eingeben. Ich versuche es mal mit Pilsumer Leuchtturm. Wird mir hier dann tatsächlich schon vorgeschrieben. Da kann ich raufgehen und jetzt ist automatisch meinem Foto dieser Punkt, dieser Spot hinzugefügt. Und jeder andere, der sich jetzt die Fotos anguckt und die Location, der weiß, okay, Pilsumer Leuchtturm, perfekt, da muss ich hin. Darunter Shooting
Shooting-Tipps. Shooting-Tipps sind im Grunde die EXIF-Daten. Und ihr seht hier, ich habe mit der Fuji fotografiert und zwar mit den XF 16 bis 80 mm. Ich habe mit 117 mm umgerechnet auf Vollformat fotografiert. Ist ja eine APS-C-Kamera. Dann habe ich eine Blende 4 verwendet. Ich habe eine 640. Verschlusszeit, ISO 125. Also all die Daten hat die App im Grunde aus den EXIF-Daten aus meinem Foto schon sich rausgezogen. Da bestätige ich das Ganze und dann gibt es einen Haken, einen orangen Button mit einem Haken drin. Ja? Das heißt, ja, das Feld ist schon mal fertig. So, Tax, also ihr müsst Keywörter hinzufügen. Auch das machen wir. Wir machen mal Landscape, also Landschaft. Und dann könnt ihr natürlich Suchwörter hinzufügen. Das heißt, ich könnte jetzt hier natürlich auf Deutsch Leuchtturm hinzufügen. Ich würde euch allerdings empfehlen, da die App ja nun mal weltweit ist, ja, also Deutschland ist ja nur so, ne? Also im Gegensatz zu dem Rest, würde ich sie wahrscheinlich auf Englisch machen. Auch den Titel könnt ihr natürlich auf Englisch machen. Das heißt, wir geben hier mal ein Lighthouse. Ne, schlägt er mir schon vor, habe ich ein Glück. So, also Lighthouse und Landscape. Und da sage ich, okay, das reicht mir jetzt als Suchbegriff. Und seht ihr, nochmal nächster Haken. Dann Kategorie, können wir gucken, das ist eine Naturszene und es ist ein Landmark. Auch das bestätigen wir, zack, nochmal bestätigt. Und dann können wir bestimmen, ob wir an einem Event teilnehmen wollen. Mir werden zwei vorgeschlagen. Ja, ich könnte jetzt das oberste nehmen. Ich nehme aber das untere, denn das soll ja die Schönheit meines Landes zeigen. Und der Pilsumer Leuchtturm, also wenn das keine Schönheit ist, ihr Lieben, dann weiß ich auch nicht. So, auch das wieder mit dem Häkchen bestätigen und dann ist im Grunde das Ganze schon fertig. Wir können uns eine Preview anschauen. Ja, so sieht das Ganze aus. Ich habe den Pin hier oben, ich habe die Beschreibung hier oben, ich habe die Fotos, kann das Ganze nochmal durchswipen, die unterschiedlichen Fotos und dann sage ich, okay, gefällt mir so, ich veröffentliche das Ganze. Die Bilder sind nicht sofort online. Sie werden alle nochmal geprüft und das finde ich tatsächlich gut. Wenn ich jetzt nämlich in meinen Account gehe und auf Post gehe, dann seht ihr, dass der Pilsumer Leuchtturm noch under Review ist. Also er wird noch geprüft. Ist keine Nacktheit, keine Gewalt. Also damit hier auch tatsächlich kein Schindluder getrieben wird. Ja, und dann habt ihr einen neuen Fußabdruck gesetzt. Ihr habt ein neues Foto hochgeladen, wo andere Fotografen sehen können, hey, da ist ja ein ziemlich genialer Spot. Tja, ihr Lieben, und so funktioniert die App. Aus meiner Sicht sehr, sehr gut überlegt. Es betrifft im Grunde das, was mich als Fotografen interessiert. Ich möchte wissen, wo gibt es tolle Fotos? Ich möchte Beispielfotos sehen. Ich möchte wissen, welche EXIF-Daten hat derjenige verwendet? Und natürlich, wo ist dieser Spot? Wo muss ich hinfahren, um dieses Foto zu machen? Und als kleinen Bonus gibt es natürlich noch dieses Ranking-System, das Punktesystem. Das heißt, deine Aktivitäten in der App, die werden belohnt. Ja, das ist natürlich das i-Tüpfelchen auf dem Ganzen. Und natürlich, die App ist kostenlos. Ja, also viel mehr geht dann natürlich wirklich nicht. Ich bin in Zukunft gespannt, ja, welche tollen Preise man sich gegen seine Punkte dann noch eintauschen kann. Das Ganze ist noch so ein bisschen im Aufbau, aber ihr seht ja, der erste Contest, ja, zeigt mir die Schönheit deines Landes mit $2000 datiert. Das ist schon mal eine Hausnummer, ihr Lieben. Also am Anfang nicht vergessen, wenn ihr euch anmeldet, Germany-01 Einladungslink, damit ihr nämlich an dem Contest auch teilnehmen könnt. Ja, ihr Lieben, sagt mir mal, was haltet ihr von der App? Findet ihr sie gut? Habt ihr eine ähnliche App oder seid ihr vielleicht sogar schon angemeldet? Dann schreibt mir eure Meinung dazu unten in die Videokommentare. Und natürlich würde ich mich freuen, euch demnächst hier in der App begrüßen zu dürfen. Ja, ihr könnt mich natürlich gerne adden, fügt mich hinzu in eure Kontakte. Ich werde jeden, der mich natürlich kontaktiert, entsprechend auch bei mir mit aufnehmen. Ja, und dann schauen wir mal. Da können wir Fragen beantworten oder ähnliches. Also wirklich eine super interne Plattform ohne nervige Werbung oder sonstiges. Ja, mir gefällt es sehr gut und ich glaube wirklich, dass sie das Zeug zu einer der großen Apps im Bereich Fotografie hat. Zumindest was den Bereich des Auffindens von entsprechenden Fotospots angeht. Mega Geschichte, ihr Lieben. Ja, schreibt mal eure Gedanken dazu gerne unten in die Videokommentare. Und wenn euch das kleine ausführliche Video diesmal zu dieser App, und ich glaube, es war notwendig, gefallen hat, denn leider ist sie aktuell, das muss man abschließend auch nochmal dazu sagen, nur in Englisch verfügbar. Ich habe den Support schon mal angeschrieben, habe geschrieben, ja, wie sieht es demnächst aus? Plant ihr da irgendwas? Ja, es soll eine Spracherweiterung geben, aber wir müssen uns natürlich im Klaren sein, dass wir in Deutschland, ihr wisst ja, so klein, ne? Und der Rest ist so groß und wir so klein, auch wenn wir die Welt immer retten wollen. Aber ja, in dem Bereich müssen wir uns dann halt darauf einschießen, dass wir irgendeine Sprache brauchen, die viele Leute sprechen auf der Welt. Und das ist leider nun mal Englisch. Vielleicht demnächst auch Russisch, man weiß das nicht so genau. Aber aktuell natürlich noch Englisch, ja. Kleiner Seitenhieb. Okay, ihr Lieben, also
Schreibt es mir gerne auch das unten in die Videokommentare. Ihr müsst euch bewusst sein, aktuell nur in Englisch, aber ich denke, das dürfte nicht so schwer sein. Okay, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir dafür gerne einen Daumen hoch da. Und wenn wir uns künftig in einem meiner neuen Videos wiedersehen wollen und ihr habt es noch nicht getan, dann könnt ihr auch an dieser Stelle kostenlos meinen Kanal abonnieren. Ihr Lieben, ich danke euch wie immer fürs Zuschauen. In diesem Sinne, bis dahin.